brandgefährlich oder doch nur ein Mythos? Was du über E-Auto-Brände wissen solltest, jetzt in diesem Video. Elektroautos sind fahrende Bomben. Dieser Elektroschrott gehört endlich verboten. Elektroautos sind brandgefährlich. Wie viele Menschen müssen noch durch explodierende E-Akkus sterben? Solche Statements hören und lesen wir im Netz immer wieder. Das Thema Elektromobilität polarisiert. Von der Politik bis ins heimische Wohnzimmer. Ein Fallbeispiel. Im Sommer 2023 wurde es wieder sehr laut um die Stromer, als in der Nordsee ein Autofrachter in Flammen stand. Das Schiff Fremantle Highway hatte über 3800 Autos geladen und davon etwa 500 Elektroautos. Zudem 1600 Tonnen Schweröl und 200 Tonnen Schiffsdiesel. Es drohte eine echte Naturkatastrophe für die Nordsee, doch im Internet drehte sich seit der ersten Meldung alles nur noch um die hochexplosive Brandgefahr von Elektroautos. Die Headlines kamen teils von rechtspopulistischen Blogs mit Titeln wie Albtraum E-Auto, jetzt brennen sie schon auf dem Transport, überschlugen sich mit zahlreichen User-Kommentaren mit ähnlicher Haltung über alle sozialen Medien hinweg. Das Narrativ: Elektroautos sind brandgefährlich. Fakt ist, die Brandursache auf dem Autofrachter ist noch immer ungeklärt. Die Experten vor Ort sind aktuell nicht der Meinung, dass der Brand von einem Elektroauto verursacht wurde. Und auch bei der Bergung wurde deutlich, dass der Brandherd in den oberen Decks des Frachters gewütet hatte, wo etliche Verbrenner sich verschmolzen sind. Die Elektroautos waren in den unteren Decks gelagert und seien wohl überwiegend intakt. Allerdings gab es bei den Aufräumarbeiten einen Zwischenfall. Bei der Bergung ist ein Elektroauto tatsächlich in Brand geraten. Aufgrund der akuten Situation war die Feuerwehr aber vorbereitet. Das beschädigte E-Auto wurde ganz schnell in einem Löschcontainer runtergekühlt. Denn Fakt ist auch, natürlich können Elektroautos in Brand geraten. Wie oft das allerdings passiert und warum und vor allem wie gefährlich das ist, das klären wir jetzt. Wie hoch ist die Brandgefahr eines Elektroautos? Elektroautos brennen nicht häufiger als Verbrenner, das ist ein Fakt. Die Zahlen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft sagen ganz klar aus, dass pro Jahr etwa 15.000 Autos in Deutschland brennen. Elektroautos sind in dieser Statistik aber eher unauffällig. In den USA hat ein Versicherungsunternehmen ebenfalls Daten zur Brandgefahr von PKWs erhoben und das Ergebnis ist deutlich. Bei einer Verkaufseinheit von 100.000 Elektroautos kommt es bei maximal 25 Fahrzeugen zu einem Brandvorfall. Bei derselben Verkaufseinheit von Verbrennern sind es 1530 Autos. Auch der ADAC und die DEKRA bestätigen mit ihren Testreihen, dass von Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern keine höhere Brandgefahr ausgeht. Sogar eher im Gegenteil. Es gibt 4 Gründe, die zu einem Autobrand führen könnten. Ein Verkehrsunfall, ein technischer Defekt, Komplikationen beim Laden oder Tanken und Kollateralschaden. Grund 1, der Verkehrsunfall. Wenn es kracht, dann erhöht sich die Brandgefahr für jedes Fahrzeug, völlig unabhängig von der Antriebsart. Das Risiko ist aber grundsätzlich eher gering. Dennoch sollten alle Personen aus den Autos geholt und in Sicherheit gebracht werden, da jede mögliche Brandsituation natürlich anders verläuft. Wenn Benzin oder Diesel ausläuft, dann reicht ein Funke aus, um ein Feuer zu entfachen. Bei Elektroautos sind die Antriebsbatterien gut geschützt und fest im Unterboden verbaut. Der Akku ist zusätzlich wasserdicht verschlossen und auch nochmal verstärkt. Bei einem möglichen Aufprall reagiert die sogenannte Crash-Sensorik und schaltet die Batterie innerhalb von Millisekunden ab. Deshalb bekommst du auch keinen Stromschlag, wenn du erste Hilfe leistest. Zack! Nächster Mythos aufgeräumt. Aber, wenn auch sehr selten, wird die Schutzfunktion des Akkus durch einen ungünstigen Aufprall tatsächlich beschädigt oder verformt, dann kann es zu einer Überhitzung der Zellen kommen. Dieser Brand findet dann in der Regel innerhalb der Batterie statt. Im schlimmsten Fall könnten die Zellen durchgehen, sich also nacheinander durchzünden. Das wäre dann der sogenannte Thermal Runaway. In dem Fall müsste die Antriebsbatterie von der Feuerwehr möglichst schnell mit Wasser gelöscht und runtergekühlt werden. Die gute Nachricht: Bei den Crash-Tests des ADACs haben sich diese Brandrisiken trotz starker Deformation des Unterbodens nicht bestätigt. Alle Informationen dazu habe ich dir in der Infobox hinterlegt. Grund 2, der technische Defekt. Völlig unabhängig vom Antrieb sind technische Defekte die häufigste Ursache für Autobrände. Die Ursachen sind ganz verschieden. Kabelschäden beispielsweise könnten eine Ursache sein durch Materialermüdung oder durch dieses putzige Tierchen hier, den Marder.
In seltenen Fällen kann auch das Batteriemanagementsystem eine Fehlfunktion haben, sodass die Antriebsbatterie überladen werden könnte und dann eben hohe Hitze entsteht. Das schädigt den Akku und kann zu einem Defekt führen. Ebenso selten, aber möglich, kann ein Defekt der Batterie bereits ab Werk vorhanden sein, im Sinne eines Produktionsfehlers, also wenn das Qualitätsmanagement versagt hat. Auch deshalb ist es wichtig, dein Fahrzeug regelmäßig warten zu lassen, um technische Fehler auszuschließen. Grund 3. Komplikationen beim Laden oder Tanken. Beim Verbrenner ist die Brandgefahr beim Tanken ja bekannt. Benzin und Diesel sind leicht entflammbar und deshalb ist offenes Feuer an Tankstellen natürlich strengstens untersagt. Das Brandrisiko beim Laden von Elektroautos geht gegen Null, wenn man sich an die Herstellervorgaben hält. Dennoch sollte man Vorsicht walten lassen. Verwende also stets das vorgesehene Ladeequipment und reagiere umgehend auf jegliche Anzeichen von Schäden an Batterie oder Ladesystem, um eben Überhitzung und Kurzschlüsse zu vermeiden. Grund 4. Kollateralschaden. Wenn ein E-Auto in unmittelbarer Nähe eines Brandherdes steht, dann kann das Feuer natürlich auch auf den Stromer übergehen und dann gibt es noch den Vandalismus, also Chaoten, die ihre Wut an parkenden Autos auslassen. Die achten ja wahrscheinlich eher nicht darauf, ob sie jetzt einen Stromer oder einen Verbrenner abfackeln. Also Schluss mit den Spekulationen, sprechen wir mal bitte über Fakten. Fahrzeuge mit E-Motoren genügen den gleichen strengen gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen wie Fahrzeuge mit Verbrennermotoren. Wäre das nicht der Fall, würde ein Elektroauto auch gar keine Zulassung bekommen. Bevor wir weitermachen, hast du eigentlich schon unseren Kanal abonniert? Das sind nur 2 Klicks. Und natürlich freue ich mich auch über ein Like, wenn dir die Folge gefällt. Weiter geht's. Können Elektroautos explodieren? Fakt ist, prinzipiell könnten Elektroautos explodieren, aber das Risiko ist noch geringer als ein Brand. Explosionen von Autos wie in Hollywood-Filmen oder Actionserien haben mit der Realität zum Glück nichts zu tun. Fahrzeuge mit Elektromotoren sind mit einer sehr komplexen Sicherheitstechnik ausgerüstet. Deshalb kann es eigentlich nur in sehr seltenen Ausnahmefällen zu einer Explosion kommen. Wenn sich in so einem Ausnahmefall die Zellen erhitzen, muss die Antriebsbatterie auch defekt sein. Steigen die Temperaturen und der Druck an, sorgt ein Mechanismus für ein Ausgasen des Akkus, um die Batterie zu entlasten. Zu einer Explosion kann es dann aber auch nur kommen, wenn die beschädigten Zellen des Akkus offen liegen. Fakt ist also auch, ein Akku, der brennt nicht einfach nur so. Vorab muss es eine auslösende Ursache dafür geben. Aber auch bei Verbrennern ist das Risiko einer Explosion eher die Ausnahme. Möglich wäre das nur, wenn im Tank ein Gasgemisch entsteht, also wenn die Ausdünstung des Kraftstoffs in Kombination mit Sauerstoff vorhanden ist, dann kann es zu einer Explosion kommen, aber auch nur, wenn eine Zündquelle in den Tank gelangt. Du lässt dich von den Mythen über Elektroautos nicht beeindrucken und planst auf Elektromobilität umzusteigen? Sehr gute Entscheidung. In diesem Video erkläre ich, worauf du achten musst, wenn es ein elektrischer Gebrauchtwagen sein soll. Ein Tipp noch, wenn du den passenden Stromer gefunden hast, dann schau dir mal die Vorteile der NBW Mobility Plus App an. Du profitierst dann von dem großen NBW Hypernetz, findest immer schnell eine freie Ladesäule und lädst 100% Ökostrom. Die Seite zur App findest du in der Infobox. Weiter geht's. Kommen wir zur wichtigsten Information aus der Profi-Ecke. Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter von Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes bestätigen, dass sich Elektroautos hinsichtlich einer Gefährdungsbeurteilung nicht von Verbrennern unterscheiden. Selber nachlesen, die Quelle habe ich dir in der Infobox hinterlegt. Mein Fazit. Mein Fazit ist ganz einfach. Stand heute gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Elektroautos mit oder ohne Unfalleinwirkung eher in Brand geraten als Autos mit Verbrennungsmotor. Sogar ganz im Gegenteil. Laut Statistik brennen Verbrenner häufiger als Elektroautos. Vielleicht heißen sie deswegen auch Verbrenner. Naja, auch Feuerwehrprofis, Autoversicherer, der ADAC und die DEKRA bestätigen diese Einschätzung. E-Auto-Brände sind sehr selten und doch wird jeder einzelne Fall öffentlich hochgepusht, als würde es ständig passieren. Kritiker der Elektromobilität nutzen natürlich diese Einzelfallmeldungen als Brandbeschleuniger in eigener Sache und streuen falsche Informationen über alle sozialen Medien. Fake-Bilder, Fake-Videos mit brennenden oder explodierenden Elektroautos sind dann nur ein Teil der Anti-Kampagne. Auch die Ökobilanz von Elektroautos wird immer wieder in Frage gestellt. Dazu haben wir übrigens einen Faktencheck gemacht. In diesem Video prüfen wir, wie schwer der CO2-Rucksack eines Elektroautos tatsächlich ist.
Auch wenn viele noch über das Für und Wider oder das Dagegen von Elektroautos diskutieren, die Evolution rollt. Ich bin seit 8 Jahren elektrisch unterwegs und bin einfach nur glücklich und kann das jedem empfehlen. Über E-Autos kursieren viele Mythen im Netz. Wichtig ist, dass du dich von dieser Stimmungsmache nicht völlig in die Irre führen lässt. Mein Tipp: Prüfe die Quellen, lass dich nicht verunsichern und achte vor allem auf faktenbasierte Informationen von Experten, die auch wissen, wovon sie sprechen. Mehr über Elektromobilität und Energiethemen findest du in unserer Playlist. Oder noch besser, lass jetzt einfach ein Abo da, aktiviere noch die Glocke und dann verpasst du keine neue Folge mehr. Und über ein Like würde ich mich auch freuen. Bis bald. Ich war selber überrascht. Da war auch ein Pups oder sowas. Zwinker. Ich dir in der Infobox hinter das ist der typische Schlendrian und kleinen Lastwagen hinterlegt. Mann.